Welcome to the feasts of the Lord. Willkommen zu den Festen des Herrn. We're studying scriptures that describe the conditions of the millennial 1,000-year reign of King Jesus. Wir studieren Schriftstellen, die die Bedingungen der tausendjährigen Herrschaft von König Jesus beschreiben. In our last episode, we did an in-depth Bible study of Isaiah chapter 2. In unserer letzten Episode haben wir geendet mit Jesaja Kapitel 2. The key phrase in Isaiah 2 that was the most important was this. Der Schlüsselsatz im Jesaja 2, der am wichtigsten ist folgender. Many nations will stream to Jerusalem. Viele Nationen werden nach Jerusalem strömen. And many peoples will say, "Come, let us go up to the house of the Lord. Und viele Leute werden sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Haus des Herrn. Let us go up to the mountain of the Lord and to the house of Jacob. Lasst uns zum Berg des Herrn gehen und zum Haus des Gottes Jakobs. He will teach us his ways so that we could walk in his paths." Damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. And then it says, "For the word of the Lord will go forth from Zion and the law from Jerusalem." Und dann heißt es, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. And so we see this picture of during the reign when Jesus is sitting on his throne in Jerusalem, many nations wanting to come and learn from him. Und so sehen wir dieses Bild, wie Jesus auf dem Thron in Jerusalem sitzt während der Herrschaft und viele Nationen zu ihm kommen werden und von ihm lernen wollen. In this age, we do have the word of the Lord, and we have the law of the Lord right here in our Bibles. In diesem Zeitalter haben wir bereits das Wort des Herrn und wir haben das Gesetz des Herrn hier in unseren Bibeln. But sadly, many nations and many peoples are not at all interested or excited to learn the word of the Lord and to read his law. Aber bedauerlicherweise sind nicht viele Nationen und Menschen interessiert oder neugierig, das Wort des Herrn zu lernen und sein Gesetz zu lesen. But in that day, when the Lord himself is seated in Jerusalem as king, it will be different. Aber an jenem Tag, wenn der Herr selbst in Jerusalem als König thront, wird es anders sein. We read in Isaiah 2 that many peoples and nations will say, "We want to go to Jerusalem and learn more about his laws." Wir haben in Jesaja 2 gelesen, dass viele Leute und Nationen sprechen werden. Wir wollen nach Jerusalem gehen und mehr über seine Gesetze lernen. Jerusalem will be called the city of truth. Jerusalem wird die Stadt der Wahrheit genannt werden. All of God's truth will be in Jerusalem, being sent out to the nations to learn. Die ganze Wahrheit Gottes wird in Jerusalem sein und ausgesendet werden in die Nationen, damit sie lernen. Jerusalem will be called the holy mountain of the Lord. Jerusalem wird der heilige Berg des Herrn genannt werden. That means it will be a special mountain just for the throne of his glory to reign over the earth. Das bedeutet, dass es ein spezieller Berg sein wird, eigens für den Thron seiner Herrlichkeit, um über die Erde zu regieren. He will establish Jerusalem as a praise and a worship center for all the earth. Er wird Jerusalem etablieren als das Lobpreis- und Anbetungszentrum der ganzen Erde. Jerusalem's righteousness will go forth like a bright light. Die Gerechtigkeit von Jerusalem wird wie ein helles Licht hervorbrechen. And her salvation will burn across the earth like a blazing torch. Und ihr Heil wird auf der ganzen Erde brennen, wie eine glühende Fackel. Won't that be an amazing day for the nations? Wird das nicht ein erstaunlicher Tag sein für die Nationen? Now we're going to look at another awesome scripture about the government and the rule and reign of King Yeshua. Jetzt werden wir uns eine weitere beeindruckende Schriftstelle ansehen über die Herrschaft und Regentschaft von König Jeschua. We're going to look at Isaiah chapter 9 and verses 2 to 7. Wir werden uns Jesaja Kapitel 9, Verse 1 bis 6 anschauen. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as men rejoice when dividing the plunder.
For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of the oppressor, every warrior's boot used in battle, and every garment soiled with blood will be destined for burning and will be fuel for the fire. For to us a child is born, and to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing it and upholding it with justice and righteousness from that time on and forevermore. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. This passage is a messianic prophecy, letting the nation of Israel know that their Messiah will come as a little baby. Diese Passage ist eine messianische Prophetie, die das Volk Israel wissen lässt, dass ihr Messias als kleines Baby kommen wird. It's giving hope to a nation that walks in gloom, oppression, darkness and the shadow of death. Sie gibt einer Nation Hoffnung, die in Trübsal, Unterdrückung, Dunkelheit und im Todesschatten wandelt. This passage is not only the joy and hope of the nation of Israel, but is the joy and hope of every nation on the earth. Diese Passage ist nicht nur die Freude und Hoffnung der Nation Israel, sondern auch die Freude und die Hoffnung jeder Nation auf Erden. For as Israel is blessed with a Messiah, so that blessing spreads out to all the nations. So wie Israel gesegnet ist mit einem Messias, so wird dieser Segen sich auf alle Nationen ausbreiten. But as God told Abraham, I will bless those people and nations who bless you, and I will curse those people and nations who curse you. So wie Gott dem Abraham sagte, ich werde die Völker und Nationen segnen, die dich segnen, und ich will die Völker und Nationen verfluchen, die dir fluchen. And so any nation or any person who wants to join in the blessing of Israel will receive all the blessings that Israel gets. Und deshalb, wenn irgendeine Nation oder Person sich dem Segen Israels anschließen will, wird sie den ganzen Segen bekommen, den Israel bekommt. It says in verse 3, you have enlarged the nation and increased their joy. In Vers 2 heißt es, du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Right now we see the opposite of that verse taking place on the earth. Momentan sehen wir, wie genau das Gegenteil stattfindet hier auf Erden. Instead of Israel being enlarged right now, the nations are pressuring Israel to reduce the size of this small nation and to give more and more of her land away to her enemies. Statt dass Israel jetzt erweitert wird, üben die Nationen Druck auf Israel aus, um die Größe dieser kleinen Nation zu reduzieren und mehr von ihrem Land ihren Feinden zu geben. It's hard for Israel to even find pieces of land to build new apartments to house their own citizens. Es ist sehr schwer für Israel nur schon, Stücke Land zu finden, ihre eigenen Einwohner zu beherbergen. And when they do build new apartments, the United Nations condemns them publicly. Und wenn sie neue Wohnungen bauen, verurteilt die UN sie dafür öffentlich.
This is a terrible injustice in the eyes of God because every other nation is allowed to build houses wherever they want in their nation. Dies ist eine furchtbare Ungerechtigkeit in den Augen Gottes, denn jede andere Nation darf in ihren Grenzen Häuser bauen, wo immer sie will. But we see here that God will bring justice to this situation and he will enlarge Israel's territory. Aber wir sehen hier, dass Gott Gerechtigkeit in diese Situation bringen wird und Israels Herrschaftsgebiet erweitern wird. It says the men will rejoice as they rejoice in the day of the harvest. Es heißt, die Männer werden jubeln wie am Tag der Ernte. You know, in an agricultural society, the harvest is the promise of food to eat for the entire winter. Wisst ihr, in einer landwirtschaftslastigen Gesellschaft ist die Ernte die Zusage von Nahrung, damit der ganze Winter über davon gegessen werden kann. You know how hard it can be if there's no rain and the crops don't grow. The people have nothing else to live on. Wisst ihr, wie hart das sein kann, wenn da kein Regen fällt und die Ernte nicht wächst und die Menschen nichts anderes haben, wovon sie leben könnten? And in ancient Israel, the harvest time was great joy and celebration to see those piles of grain on the threshing floor, knowing they would have bread all year. Und im alten Israel war die Erntezeit große Freude und Feierlichkeit, die Haufen von Korn auf dem Dreschboden zu sehen, wissend, dass sie das ganze Jahr über Brot haben werden. And when Lord Yeshua comes into the fullness of his kingdom and the fullness of his leadership, people will rejoice just like at the harvest. Und wenn der Herr Jeschua in die Fülle seines Königreichs kommt und in die Fülle seiner Regentschaft, werden die Menschen jubeln, gerade so wie bei der Ernte. Because their hearts will have that great feeling of abundant provision forever. Weil ihre Herzen dieses großartige Gefühl der ewigen, überreichen Versorgung haben. When he comes, we'll never have to worry again about where our meal will come from or how to pay the rent. Wenn er kommt, dann müssen wir uns nie mehr sorgen, woher unser Essen kommt oder wie wir unsere Miete bezahlen sollen. Then verse 4 says, it will be like it was in the day that Midian was defeated. Dann in Vers 3 heißt es wird sein wie an dem Tag, an dem Midian besiegt wurde. If you remember the story, Gideon led a tiny army of 300 Israelites against a huge Midianite army. Erinnert ihr euch an die Geschichte, wie Gideon eine kleine winzige Armee von 300 Israeliten gegen die riesige Armee der Midianiter führte? And I'll tell you what Midian was doing to Israel right before Gideon defeated them. Und ich sage euch, was Midian Israel angetan hatte, bevor Gideon sie besiegte. They were stealing the harvest. Sie haben die Ernte gestohlen. So Israel would plant and fertilize and sow their seed, and just when the crop was coming up, the Midianites would rush in and take all their food away. Israel hat gepflügt, gepflanzt, begossen, und gerade wenn die Ernte heranreifte, kamen die Midianiter, stürmten hinein und nahmen ihre ganze Nahrung weg. This went on for many years. Das ging über viele Jahre so. You might remember when the Bible story opens, Gideon is threshing wheat in a wine press, hiding the wheat from the Midianite armies. Wisst ihr, wie die Geschichte anfing? Gideon hat Weizen in einer Weinkelter gedroschen, um den Weizen vor der midianitischen Armee zu verbergen. And so there was a yoke of oppression on Israel, a heavy rod of being oppressed by a stronger people. Da war ein Joch der Unterdrückung über Israel, ein schwerer Stab, unterdrückt zu werden von einem stärkeren Volk. That's why verse 4 says, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Darum heißt es in Vers 3, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers. Then it says you won't need your warrior boots and there won't be any more bloody wars. Dann heißt es, ihr werdet keine Kampfstiefel mehr brauchen und da werden keine blutigen Kriege mehr sein. Israel, there's not going to be any more wars against you. Israel, da werden keine Kriege mehr gegen dich sein. And then Isaiah tells us who is going to break this yoke. Dann sagt uns Jesaja, wer dieses Joch zerbrechen wird. For to us a child is born, and to us a son is given, and the government will be on his shoulders. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter.
And then Isaiah tells us that he will be called by 4 titles: Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Und dann sagt uns Jesaja, dass er mit 4 Titeln genannt werden wird. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. This expression, Wonderful Counselor, in the Hebrew is stronger than in the English. Dieser Begriff wunderbarer Ratgeber in Hebräisch ist stärker als der in Englisch. It more means a counselor who does wonders, who makes us surprised and marvel. Es heißt mehr, ein Ratgeber, der Wunder tut, der uns überrascht und zum Staunen bringt. And then the next 2 titles tell us that this child will be Creator God himself in the flesh. Und dann die nächsten 2 Titel sagen uns, dass das Kind der Schöpfergott selbst sein wird, im Fleisch. This little child, this son, will be called El Gibor, Mighty God. Dieses kleine Kind, dieser Sohn wird genannt El Gibor, mächtiger, starker Gott. You know, this is a title that appears many times in the Old Testament for Creator God himself, El Gibor. Wisst ihr, dass das ein Titel ist, der viele Male im Alten Testament für den Schöpfer Gott selbst auftaucht? El Gibor. But just in case the Jewish people didn't get that one, he gives us another title that's even stronger. Aber nur für den Fall, dass das jüdische Volk diesen Wink nicht versteht, gibt er uns noch einen Titel, der sogar noch stärker ist. Eternal, everlasting Father. Ewiger, immerwährender Vater. You can't misunderstand that this child will be the eternal Father in heaven. Das kann man doch nicht missverstehen, dass dieses Kind der ewige Vater im Himmel sein wird. You could never say this about an ordinary mortal person. Du könntest das nicht über eine normale, sterbliche Person sagen. And then the final title is so beautiful. In Hebrew, it's Sar Shalom. Und dann der letzte Titel, er ist so wunderschön. Im Hebräischen heißt er Sar Shalom. And it could be translated Prince of Peace or Governor of Peace. Und er kann übersetzt werden mit Friedefürst oder Gouverneur des Friedens. And then as soon as Isaiah calls him the Prince of Peace, he immediately continues with verse 7. Und als Jesaja ihn Friedefürst nennt, fährt er sogleich mit Vers 6 fort. Of the increase of his government and peace, there will be no end. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Isaiah could have just said, his government will never end, and the peace of his rulership will never end. Jesaja hätte einfach nur sagen können, seine Herrschaft wird nie enden und der Friede seiner Herrschaft wird nie enden. That would mean his government will go on forever, and this beautiful peace will go on forever. Das würde bedeuten, dass seine Herrschaft ewig andauern wird und dieser wunderbare Friede ewig andauern wird. But Isaiah adds a very interesting word. Aber Jesaja fügt da ein sehr interessantes Wort hinzu. It says, of the increase of his government and peace, there will be no end. Es heißt, von der Mehrung seiner Herrschaft und dem Frieden wird es kein Ende geben. In our next episode, we're going to talk about what this increase of the leadership of Jesus will look like. In unserer nächsten Episode werden wir darüber reden, wie die Mehrung der Herrschaft von Jesus aussehen wird. And until then, may the Lord bless you. Bis dahin möge der Herr euch segnen.